Hinter dichten Bäumen und im Schleier der Vergessenheit erhebt sich dieses verlassene Haus. Mit seinen zerbrochenen Fenstern und verwitterten Mauern scheint es ein stummer Zeuge vergangener Tage zu sein. Tief in seinem Inneren verbirgt sich eine Geschichte, die von Einsamkeit, Verfall und verborgenen Abgründen erzählt. Inmitten dieser traurigen Kulisse haust da eine einsame Frau, deren Präsenz von den Schatten verschluckt zu sein scheint. Schaut euch mal, wie vermodert das schon ist. Die Antenne schon umgeknickt. Und dann geht's rein. Schaut euch das mal an. Hat hier Messi gewohnt? Auf diesem Bild gibt's eine nette alte Omi zu sehen. Schaut sehr sympathisch aus, die Dame. Die Atmosphäre im verlassenen Haus ist erdrückend, als ob es von Geheimnissen erfüllt wäre, die im Dunkel der Vergangenheit verborgen liegen. Verpasse nicht dieses Video, denn die passenden Antworten, die wir suchen, liegen in den düsteren Gemäuern dieses verlassenen Hauses verborgen. Bevor es mit dem spannenden Video weitergeht, möchte ich euch meinen neuen Kooperationspartner Saturo vorstellen. Egal ob du unterwegs bist, im Büro arbeitest, auf einer spannenden Lost Place Tour bist oder deine Leidenschaft für andere Hobbys wie Wandern, Radfahren oder Klettern auslebst, Saturo hat die Lösung für dich. Die Trinkmahlzeiten von Saturo bieten dir eine ausgewogene und nährstoffreiche Mahlzeit, die perfekt zu deinem aktiven Lebensstil passt. Ich habe es natürlich für euch getestet und eine Flasche hat mich 3,5 Stunden satt gehalten. Dadurch habe ich keine wichtige Zeit im Supermarkt oder auf der Suche nach einem Restaurant verloren und konnte ohne Stress mein Video fortsetzen. Mit Saturo kannst du dir sicher sein, dass du alle wichtigen Nährstoffe erhältst, die dein Körper braucht. Jede Flasche Saturo ist reich an Proteinen, Ballaststoffen, essentiellen Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Geschmäckern. Ich selber bin eher der Schokoladen- und Kaffeetyp und verwende deswegen Cappuccino und Kakao. Es gibt aber auch noch weitere Varianten wie Vanille, Erdbeere oder Banane. Besonders hervorragend finde ich, dass es nicht so süß schmeckt. Das liegt daran, dass die 330 Milliliter Packung nur 8 Gramm Zucker enthält. Außer den Trinkmahlzeiten kann man Saturo auch als Pulverform oder in Riegel erhalten. Saturo Trinkmahlzeiten sind nicht nur die ideale Begleitung für deine Outdoor-Aktivitäten, sondern auch äußerst praktisch. Ein kleines Beispiel: Ich habe immer meine Bauchtasche dabei, wo ich Ersatzakkus, Taschenlampen, Pfefferspray und so weiter drin habe. Und jetzt kann ich auch mal ein Saturo reinpacken. Tasche auf, Flasche rein, Tasche zu, es passt. Und ich kann es während meines Videodrehs einfach rausholen, öffnen, einen Schluck trinken, wenn ich Hunger habe und auch sofort wieder verstauen. Zeit gespart, so füllt man Lost Places heutzutage. Und was ich sehr gut finde, Saturo ist zudem vegan, glutenfrei und frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Verbinde eine ausgewogene Ernährung mit deinen Leidenschaften. Saturo unterstützt dich dabei, das Beste aus dir herauszuholen. Probiere es heute aus und mach dich bereit für ein geschmackvolles Abenteuer, das dich zu neuen Höhen führt. Über diesen Link, er steht auch natürlich unten in der Beschreibung, kommst du direkt auf die Internetseite von Saturo. Und das Beste ist, mit dem Code Discovery15 sparst du 15% auf alles bei deiner nächsten Bestellung. Und nun geht es weiter mit dem Video. Viel Spaß! Wie wir gerade von draußen schon gesehen haben, dieses Gelände ist riesengroß. Also es gibt hier 2 Häuser auf einem Gelände. Wir befinden uns jetzt in dem größeren davon. Und wie ihr schon sehen könnt, leider alles komplett leer. Deswegen ist dieses Haus schnell abgefrühstückt. Aber, und ich verspreche euch, im nächsten Haus, in dem kleineren, ist noch alles drin. So, das auch schon so, das ist mal irgendwie eine Art Schlafzimmer. An der Wand sehen wir noch Steckdosen, 2 Stück. Auf dem Boden, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, irgendwelche Abdrücke. Ich schätze mal von einem Nachttischschränkchen oder sowas in der Art. Wenn wir einen Blick aus dem Fenster wagen, sehen wir eine Satellitenschüssel und direkt nebenan für eine Hauptstraße her. Aus diesem Raum gehen wir raus in den Flur. Direkt zu Anfang sehen wir hier ein Schränkchen. Aber der ist wie die komplette Wohnung leer. Weiter haben wir hier rechts einen Raum. Oh Leute, guckt euch das mal an. Der ist ja komplett mit Blümchen tapeziert worden. Selbst die Treppe nach oben hat Blümchen. Wahnsinn. Unter der Treppe befindet sich ein Schrank. Ein Kleiderschrank, der leer ist leider. Drehen wir uns um, sehen wir noch einen Schrank. In 70er-Style. Schon fast ein bisschen DDR-like. Genauso wie diese Stehlampe. Dann schauen wir einmal dort oben vorbei. Sieht irgendwie duster aus.
Bei sowas habe ich immer Angst, dass mir irgendeiner von oben auf den Kopf was haut. Schauen wir kurz einmal rein. Hier ist so ein gruseliger Schrank. Die Decke wurde mit irgendwas tapeziert. Zeitschriftenausschnitt oder sowas. Gebt ein Stück von eurer Freude. In altdeutscher Schrift. Außergewöhnlich preiswert. An der Tür hängt auch noch irgendwas. Leidenschaft. Ist moralische Mangelware. Also ich sehe irgendein Datum, wann das gemacht wurde. Und tatsächlich haben wir hier ein Datum. Mittwoch, 6. November 1957. Krass, so lange hängt diese Zeitung hier schon rum. Weiter geht's. Hier hängt irgendein Typ. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wenn ihr wisst, wer das ist, könnt ihr hier unten gerne in die Kommentare schreiben. Mir fällt jetzt kein Name dazu ein. Schauen wir hier weiter. Sieht das aus wie ein ehemaliges Schlafzimmer. Dort haben wir noch Teile von einem Bettgestell. Links steht noch ein Bett. Irgendwie gruselig, ne? Wie diese Lampe hier einfach so alleine rumhängt vor diesem Fenster. Mich würde mal interessieren, wie lange das Haus verlassen ist. Leider habe ich keine Info dazu. Also so wie es aussieht, würde ich vermuten, dass es mindestens 10 bis 15 Jahre leer steht, wenn nicht sogar länger. Und dann gibt es einen Vorhang und hinterm Vorhang ist nichts. Außer ein Schrank und der Blick nach draußen auf das zweite Häuschen auf diesem Gelände. Schaut euch mal an, wie vermodert das schon ist. Wahnsinn. Die Pflanzen wachsen das Dach wieder hoch. Oben drauf ist alles voller Moos. Die Antenne schon umgeknickt. Der Blick in den Garten, alles schon zugewuchert. Dann können wir wieder raus. Ziemlich eng alles hier oben. Also dieser Dachboden, obwohl dieses Haus leer ist, schon sehr interessant. Und irgendwie kurios mit diesen ganzen alten Sachen, die hier rumhängen. Schauen wir mal weiter. Gehen die Treppe wieder runter. Also was für Leute hier gewohnt haben mögen. Ich schätze mal, es waren ziemlich alte Leute, so wie das hier aussieht. Und ich muss dazu sagen, wir befinden uns hier in so einer Bonzensiedlung, ne? Und dann geht's ins Badezimmer. Sieht unerwartet gut aus. Die Toilette ist noch ganz. Das Waschbecken auch. Ja, okay. Hier haben sie die Spiegel zerstört. Auf dem Rand von der Badewanne steht noch ein bisschen Reinigungsmittel. Was haben wir da? Küchenreiniger Bio. Das sieht noch relativ gut aus. Als wenn sich irgendwer mal dieses Haus fertig machen wollte, das dann aber sein gelassen hat. Weiter in den Flur mit diesem roten Teppich. Ein Blick auf den Balkon zeigt, ganz so sicher ist das nicht mehr. Die Bretter sind natürlich schon mal eingebrochen. Da sehen wir eine Fernsehantenne. Schauen wir auch noch mal kurz vorbei. Das sieht auch aus wie ein Schlafzimmer. Da gibt es einen Ankleideschrank. Die Lampe oben ist ein bisschen vergilbt. Sieht nach Raucherzimmer aus. Die Decke ist nämlich auch so komisch. Und von oben geht es dann ins Erdgeschoss. Hier kann man vielleicht noch erahnen, dass das Ganze ja ein bisschen vornehmer war. Die Decke schön vertefelt. Es wurde alles mal irgendwie beiseite gekehrt. Die Wand hat irgendwie so eine besondere Musterung. Und irgendwie hat auch dieser Aufstieg was, oder? Mit dem roten Teppich. So ein leicht bayerischer Stil. Und hier befindet sich die Küche. Mit den alten Küchenschränken. Die Spülmaschine von Siemens ist noch drin, genauso wie der Ofen. Dort hat irgendwer eine Baustellenlampe eingestöpselt und auch seine Bohrmaschine hier liegen lassen. Also für mich sieht das jetzt stark danach aus, als wenn hier jemand renovieren wollte und aus irgendeinem Grund sein gelassen hat. Außerdem diese quietschbunten Vorhänge. Das würde ich mir in der Küche nicht hinhängen. Drehen wir uns um. Geht's hier noch in den Keller? Schauen wir mal kurz hier rein, was es hier so Interessantes zu sehen gibt. Das schaut aus wie der ehemalige Werkraum. Diese Lampe, die hier rumhängt. Und hier liegen wahrscheinlich mal irgendwie Werkzeug oder was. Was hier drin auffällt, es stinkt. Es stinkt richtig nach Abfluss hier unten. Die Tür hinter mir, wo führt die hin? Nirgendwo, die ist zu. Durch den Flur zurück, weiter zum Haupteingang. Hinter der Tür befindet sich ein Gästeklo, so wie es ausschaut, ja. Da ist sogar noch Wasser drin. Das ist aber seltsam. Normalerweise kenne ich das nur so, dass es schon übelst trocken ist da drin. Geht das Wasser noch? Ne, das Wasser ist abgestellt. Und hier
haben wir ein Wohnzimmer. Ja, schon eine schöne Größe. Da unten mit Kamin. Der Fußboden ist aus Parkett, aus echtem Parkett. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier damals schön gemütlich drin war, als die Möbel noch drin standen. Auch hier muss ich sagen, bei der Wohnungsnot, die heute herrscht, ist es schade, dass das hier leer steht. Ne? Man könnte sich das so schön fertig machen. Auf dem Kaminsims sind noch ein paar Bücher. Was haben wir denn da? Hemingway, wenn die Stunde schlägt. Nobelpreis für Literatur hat er gekriegt. Die sind sogar noch in einem relativ guten Zustand. Jetzt weiter gibt es hier so eine kleine Werkzeugschachtel. Das sieht auch noch relativ gut aus. Mich würde ja mal sehr interessieren, was in diesem Haus passiert ist. Sind die älteren Bewohner gestorben? Und dann hat jemand das Haus geerbt, wollte es renovieren und dann aus irgendeinem Grund hat das nicht mehr gemacht. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr die natürlich auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich lese mir auch andere Ideen immer wieder gerne durch. Und jetzt sind wir draußen und schauen uns kurz einmal den Garten an. Wie verwildert das Ganze schon ist. Direkt neben angrenzendem Nachbarhaus. Da hinten sehen wir eine Gartenhütte. Dann tut sich hinter uns das zweite Häuschen auf, was hier auf diesem Gelände steht. Auf dem Boden ist komplett alles schon hingeschmissen worden. Was haben wir hier? Das ist der Eingang. Das nächste Haus. Vor dem Eingang so eine schöne weiße Bank. Und hier liegt schon Kleidung drauf. Das sieht aus wie eine Herrenkleidung, oder? Rechts am Haus ist alles voller Blumenpötte. Der Zaun ist schon weggesackt, wie man sehen kann. An sich eigentlich ein schönes Grundstück und ein schönes Häuschen zum Wohnen. Und dann geht's rein in die gute Stube. Und Leute, wie sieht das denn hier aus? Schaut euch das mal an. Hat hier Messi gewohnt? Das ist ja heftig. Das ist ja mal wieder unfassbar. Jetzt ist die Frage, ob die ältere Person, die hier gelebt hat, nicht mehr konnte und deswegen alles so verkommen ist, oder ob das hier irgendeiner alles durch die Gegend geschmissen hat. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingucken soll. Die Schränke sind alles noch voller Bücher. Selbst im Schrank steht das Geschirr noch drin. Auf dem Boden haben wir Mahalia Jacksons Greatest Hits, wer auch immer das ist. Wenn wir weiter gucken, gibt es hier eine Schachtel mit Medizin und alten Bildern. Was haben wir da denn? Hier ist alles voller Schwarz-Weiß-Bilder. Da sehen wir 3 Kinder drauf. Auch ganz interessant, dieser Zettel hier, seht ihr das? Biglietto di ingresso al Castello e al Museo. In einem Museumsbesuch. Castello di Malcesine oder sowas. Italien, will ich behaupten. Leider steht da kein Datum drauf, aber er muss ja auch schon Asbach sein. Wahnsinn, dass das alles noch drinnen liegt. Packen wir das wieder schön zurück. Richtig schön, solche alten Bilder zu sehen, das freut mich immer. Und auf dem Tisch sehe ich auch noch ein privates Foto. Das muss ich aber leider verpixeln. Auf diesem Bild gibt es eine nette alte Omi zu sehen. Schaut sehr sympathisch aus, die Dame. Da hinten auf dem Wagen sehe ich noch mehr alte Fotos. Hier hat ein kleines Kind einen Hund auf dem Arm. Also ich schätze, die ganzen Fotos sind so um 1940, 1950 irgendwo entstanden. Im Schrank haben wir Bücher. Grazimex, Tierleben. Außerdem ganz interessant, dieser Stereo-Receiver von Tannenberg. Oh, ist das alt. Also das ist wieder ein Raum, in dem könnte ich mich wieder sehr lange aufhalten und so ein bisschen die Bücher durchstöbern oder die alten Fotos anschauen. Hinter jedem Leben steckt auch eine große und lange Geschichte. Und das ist auch ein Grund, warum ich Lost Places in Häusern gerne mache. Einfach, um die Geschichte von den Menschen zu verstehen, die hier gelebt haben. Schauen wir weiter, was es hier noch so Tolles gibt. Drehen wir uns um. Sehen wir hier so einen alten, was war das? Ist das ein Medizinwagen gewesen oder sowas? Sieht mir fast danach aus, als wenn es aus einem Krankenhaus stammt. Aus einem relativ alten Krankenhaus. Auch hier auf den Schränken ist alles voller Bücher. Also die Personen, die gelebt haben, haben definitiv gerne gelesen. Aus dem Wohnzimmer geht es in den nächsten Raum. Guckt euch das nur an. Die ganzen Schränke sind alle noch voller Kleidung. Auch der Boden ist komplett voll damit. Auch in diesem Raum weiß ich nicht, wo ich hingucken soll. Ja, das ist das komplette Gegenteil, ein Kontrast von dem Haus, wo wir als erstes drin waren. Und durch die ganze Kleidung sehe ich da noch einen Raum und das sieht aus wie ein Badezimmer. An der Tür hängt noch der Bademantel. Boah, das ist so eklig. Guckt euch das mal an, irgendeiner hat hier drauf gepisst. Boah, jetzt weiß ich auch, warum das hier so nach Pisse riecht.
relativ frisch. Ist auch mal was Neues, ne? Anstatt ins Klo pinkelt man einfach aufs Klo. Da halten wir uns auch gar nicht so lange hier drin auf. Es stinkt nämlich erbärmlich. Im Schrank sehen wir noch die ganzen Utensilien, die die Person benutzt hat. Ihr seht noch ein bisschen Rexona da unten, Vichy. Auch die Schränke da drüber alle voll. Da sind sogar noch die zusammengefalteten Handtücher. Und da noch irgendwas an Waschmitteln und Heilkräutern. Aber guckt euch mal die Decke an. Da fehlt ja schon komplett alles. Das sind nur noch kleine Überbleibsel von der Tapete oder der Farbe, die da mal drin war. Und das Ganze ist auch ziemlich eng. Also die ältere Person, die hier gelebt hat, tut mir ein bisschen leid. Man kann sich hier drin ja gar nicht mehr bewegen, wenn man vor dem Waschbecken steht. Drehen ist schwierig. Und durch dieses ziemlich zugemüllte Wohnzimmer geht's dann dort lang. Das ist der Flur. Aber ich habe gerade hier das erste Datum gefunden. Berechnung der Einkommensteuer, des Solidaritätszuschlags und der Kirchensteuer von 2002. Die Person musste 306,47 € nachzahlen. Ist ja auch ein Name. Hier hat eine Gertraud A. gewohnt. Also hat tatsächlich eine Dame hier drin gewohnt. Und das letzte Datum ist 2002. Also jetzt schon 21 Jahre her. Dann geht's durch den Flur in den ersten Raum links. Und das ist die kleine alte Küche. Auch hier steht alles komplett einfach rum. Guckt euch mal die Schränke an. Die stehen alle noch komplett voll. Dort alles voller Kochbücher. Das Gewürzregal unten drunter. Was haben wir denn da? Curry. Das ist sogar noch zu. Mindestens haltbar bis Ende 2005. Die Gewürze haben ja auch eine gewisse Haltbarkeit, sodass 2002 durchaus stimmen könnte. Da habe ich schon verlassene Häuser gefilmt. Die sahen viel, viel schlechter aus als das hier. Was mich wundert, dass sie alle noch komplett voll stehen. Inklusive den Spültüchern. Die habe ich sogar zu Hause. Aber auch wie ihr hier sehen könnt, ist die Küche ziemlich klein. Hier an der Wand hängen sogar noch die ganzen Küchenutensilien. Und oben auf diesem Glasregal stehen sogar noch die Kaffee- und Teekannen. Außerdem sehen wir dort eine alte Mikrowelle. So ein kleiner Geschirrspüler von Bosch. Würde es jetzt hier nicht so nach Urin stinken, dann würde ich mich noch ein bisschen wohler fühlen. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so zu sehen ist. Aber viel Platz hat man auch hier nicht. Aus der Küche geht es dann Richtung Flur. Ich bin mal gespannt, wo es hier hingeht. An der Garderobe hängt noch eine Damenjacke. Und guckt euch mal diese Tapezierung an. Irgendwie auch komisch. Selbst die Lichtschalter sind tapeziert. Und wieso ist in der Höhe da ein Lichtschalter? Da kommt doch keiner ran. Es sei denn, man ist 2 Meter groß. Gehen wir runter, ist noch ein bisschen PVC-Boden eingerollt. Die Tür nach draußen. Die ist zu. Und dann geht's da runter. Und Leute, es sieht genauso aus wie oben. Einfach alles zugestellt. Also ich schätze tatsächlich, dass die Dame das damals einfach nicht mehr geschafft hat alleine. Eigentlich traurig. Und hier unten kommt so ein modriger Geruch her. Ziemlich feucht riecht das hier. Und wenn ich mir die Tür da angucke, die schon verschimmelt ist, weiß ich auch warum. Und das war, glaube ich, mal der Abstellraum. Links haben wir ziemlich viele Mittel für den Garten. Dünger und sowas, Pflanzennahrung. Da hinten Benzin, Spiritus sehe ich. Ein Vorrat an Seife und Duschzeug. Und ziemlich viele Wein- und Saftflaschen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber da ist sogar noch was drin. Oh oh, und hier sehe ich einen Kühlschrank. Soll ich ihn aufmachen? Ich möchte diesen Kühlschrank nicht öffnen. Oh. Boah. Das ist eine Gefriertruhe. Man hat nichts gesehen, aber gerochen und das reicht mir schon wieder. Ich kann diesen Raum, glaube ich, gar nicht mehr betreten. Das ist ja eklig. Und das tue ich nur für euch. Nur für euch. Hier sehen wir eine Gartengarnitur. So ein bisschen bayerisch angehaucht. Und rechts war mal der Stromzähler. Der ist aber komplett rausgenommen worden von der Stadt. Und hier ist ein weiterer Abstellraum. Mit Lacke und Farben. Aber hier kann ich leider nicht weiter reingehen. Denn auch hier ist alles vollgestellt. Irgendwie schade, dass das alles so zugemüllt wurde. Jetzt kann ich nur noch mal die Frage stellen. Was denkt ihr? War das eine Frau, die hier alleine gelebt hat und das nicht mehr hingekriegt hat? Oder hat tatsächlich in diesem Haus ein Messi gewohnt? Das würde mich aber insofern wundern, weil das andere Haus komplett leer ist. Aber ich weiß ja auch nicht, wie das mit diesem Haus hier zusammenhängt. Keine Ahnung, kann ich noch nicht sagen. Also wenn ihr eine Idee habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Meinungen, auf eure Ideen zu diesem Lost Place.
Ja Leute, das war's mit diesem wunderschönen Häuschen. Wunderschön in dem Sinne, weil es viel zu sehen gab. Im ersten Haus nicht und dann genau das Gegenteil in diesem Haus. Also das ist wirklich unfassbar, wie viel hier durch die Gegend geschmissen wurde. Wohnt hier ein Messi, wohnt hier nur eine alte Dame, die es nicht mehr geschafft hat, irgendwie alles zu sortieren. Auch schade, dass es hier nach Urin überall gestunken hat. Irgendwer hat da wohl reingepullert überall. Aber was genau mit dieser Person geschehen ist, haben wir leider nicht herausgefunden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil.